Hallo, ich bin Franzi. Und ich bin Fabian. Wir haben alles verkauft, was wir haben. Und verlassen unser Zuhause. Morgen brechen wir auf zu einer Reise auf unbestimmte Zeit. Erste Filmaufnahmen seit Start. Heute ist Tag 1. Ich würde sagen, was das Wetter angeht, sind wir uns treu geblieben. Ja, heute ist unser allererster Tag auf unserer neuen Weltreise, Radreise. Wir sind jetzt 20 Kilometer von Osnabrück entfernt, sind jetzt gleich in Achmar, fahren dann weiter nach Bramsche und dann geht's hoch in den hohen Norden. Und ja, wir sind mit Dauerregen gestartet, sind schon klitschnass. Meine Schuhe sind total nass geworden und wir stellen uns jetzt erstmal unter und gucken, was passiert. – 35 Kilometer und das erste Mal kein Regen. Unser erster Schlafplatz. Ja, wir haben es geschafft für heute. Knapp 50 Kilometer gerissen und sind auch beide ziemlich K.O. Großer Tag für uns heute gewesen. Ein Jahr lang wieder jeden Euro an die Seite gekarrt und sehr viel Hoffnung gehabt, dass wir endlich losfahren können und somit konnten wir endlich heute losballern und ja, jetzt machen wir es uns gemütlich und jetzt wird noch mal ein bisschen gekocht und dann klingt der Abend aus. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Die Nacht war ruhig, hat aber heftigst geregnet und erstes Mal wieder draußen schlafen war wirklich eine ziemliche Umgewöhnung. Es war relativ frisch und kalt, Schlafsäcke waren aber in Ordnung. Also wir haben es gut überstanden, aber der Regen hat uns ein bisschen aufgebracht, war zu laut. Egal. Fun Fact, ich habe gestern fast Franzi und das Zelt abgefackelt. Wir kochen momentan noch mit Gas. Wir haben ja eigentlich einen Multifuel-Kocher und eigentlich sind wir mit Benzin unterwegs, aber wir hatten noch Gas übrig und das wird natürlich zuerst aufgebraucht. Ich habe erst gedacht, die Gaskartusche wäre undicht. Da ist immer Gas entwichen, obwohl das Ventil vom Primus-Kocher drauf gewesen ist. Das Ding dann umgedreht, weil zu wenig beim Kocher angekommen ist. Das heißt, das Nudelwasser wird überhaupt nicht warm. Und dann ist es ausgelaufen und die Flüssigkeit ist Richtung Kocher gelaufen und dann hat natürlich alles Feuer gefangen. Ich habe dann wie ein Bekloppter darauf rumgetrampelt, konnte gerade noch verhindern, dass Franzi auch Feuer gefangen hätte. Ja, ziemlich dumm von mir und das macht man natürlich nicht. Kocher muss ich auf jeden Fall mal sauber machen und der ist ziemlich zugerußt. Jo, ansonsten ist hier alles tippitoppi, ne, Schatzi? Franzi geht's gut, die packt gerade von innen alles. Ich werde jetzt gleich noch mal kurz den Kocher anschmeißen und versuchen ein bisschen Kaffee zu kochen. Und dann fliegt mal die Drohne hoch und dann geht's los. Wir starten mit Schwierigkeiten, was natürlich zu erwarten war. Es gab heute Morgen keinen Kaffee, wir haben die Kaffeefilter zu Hause vergessen und unser Gas hat ja sowieso gesponnen. Aber wir haben noch 2 Smoothies mitbekommen, die werden sich jetzt reingeknallt und dann geht es 17 Kilometer bis ins nächste Dorf, Diepholz oder Stadt. Sorry an alle Diepholzer. Und da ist der nächste Supermarkt und vielleicht gibt es da ja einen Kaffee für uns, ne Schatz? Aha. 2 Liter mindestens.
Frag mal, ob der eine Ausnahme machen kann. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade anfangen zu erzählen, wir sind in Diepholz angekommen. Die Sonne ist rausgekommen und Fabian holt Benzin an der Tankstelle. Ja, und jetzt ist da natürlich eine Mindestabnahme von 2 Litern. Das gibt es manchmal an Tankstellen. Am liebsten koche ich mit Benzin. Gaskartuschen sind sowieso viel zu teuer. Endlich kann ich meinen ersten Kaffee des Tages genießen. Ob Fabian den Kocher auch richtig im Griff hat? Für das Sammeln von Pfandflaschen gibt es eigentlich einen einfachen Trick. Man fährt nicht hier, wo die Fahrräder fahren, sondern man läuft auf der anderen Straßenseite. Da liegt alles voll mit Pfandflaschen, weil keiner sich die Mühe macht, da lang zu laufen. Ich habe jetzt gerade 2 Minuten hier lang gelaufen, ich habe 2 Euro Dosenpfand. Das so erhaltene Pfandgeld wurde natürlich gegen neue Dosen eingetauscht. Ja, heute sind wir nicht im Wald. Heute sind wir bei einem Haus, Farmhaus oder ähnliches. Die haben hier so eine kleine Weinhandlung. Und da haben wir eben einfach gefragt und die haben uns sofort einen Platz hier auf ihrem großen Gelände zugewiesen. Wir haben noch Wasser bekommen und ja, können jetzt hier entspannt kochen. Das übernimmt Fabi ja meistens und ich organisiere uns hier im Zelt. Da vorne sind 2 ganz kleine junge Rehkitze. Ich glaube, die sind gerade erst geboren. Und ja, die tollen da vorne rum. Die Mutter schleicht jetzt hier rum. Die ist erst weggelaufen. Jetzt will sie die, glaube ich, holen. Deswegen fahren wir jetzt einfach weiter und lassen die auch in Ruhe. Aber sehr schön, das mal zu sehen. Die sind richtig niedlich. Auf dem Weserradweg, wo wir gerade entlangfahren, haben wir die beiden von Quit & Go getroffen und wir sind gerade auf Vorbereitungstour und fahren in knapp 3 Wochen, fliegen wir nach Alaska und fahren da die Panamerikaner entlang, von Alaska bis runter nach Ushuaia. Ja, sehr cool. Wo kann man euch beobachten? Genau, wir sind auch auf Instagram vertreten unter dem Handle Espiramericana, also folgt uns auch gerne, falls ihr Lust habt, da noch ein bisschen mehr zu sehen. Sehr cool. Wir verlinken das Ganze auf jeden Fall. Ja, danke. Cool, danke schön. Dankeschön. Cool, dass wir euch über den Weg gelaufen sind. Ja. Wir fahren. Der erste Tag 50 Kilometer, der zweite Tag 66 Kilometer. Heute müssen wir 82 und wir sind gerade bei der Hälfte. Jetzt gibt es eine Stärkung. Wir müssen nämlich heute Abend in Ahlerstedt ankommen beim Rainer. Wir sind hier in Ahlerstedt im Park Ja. und das ist extra ein Fledermaushaus. Oben eine Dachziegel, das sind so Einlässe da, wo die reinfliegen können. Unten sollen die Igel, die haben auch Platz, die können unten rein. Das Dachpfannen hier vorne, da können die Bienen drin Ja, schlafen. und ihr beide seid für die Fütterung Wir zuständig, sind ne? auch zuständig. Ja, die müssen sagen. Weißt du, da wird man eingeladen und da musste, obwohl du am Tag davor 82 Kilometer gefahren bist, jetzt hier wieder so einen Marathon fahren. Eieiei, und alle mit dem Motor und ich mit diesem Stahlrahmen, ich komme überhaupt nicht hinterher hier, ey. Ja, ein Raketenantrieb, ey. Meine Güte. Action. Jetzt Action hätte er gesagt. Action ist aber Hochdeutsch, ne? Wir sind auf Plattisch unterwegs. So, fang an. So, moin, liebe Lü. Dieter und ich sind hier die Vorradfahrer Udenkreis Stor ganz schlechthin. Jawohl. So zu sagen. So zu sagen, hier sind unsere Aktivisten hier. Wir habt hier letzte Drohnenvorführung hat, sich das Ding mal so ein bisschen neue Toto lenken, ne? Neudeutsch aktiv Track haben wir auch probiert. Jo, da wird es nicht so einfach. Ich kenne mich doch sowieso nicht so mit gut. Die habt sich doch so ein bisschen rinfuchst. Ja. Genau.
mit Tipps haben kriegen. Und ja, nun stehen wir hier, für uns bin vorstellen. Ich bin Dieter, komme hier von Hof. Wir sind über den fröhlichen Specht, das ist unser Campingplatz hier. Also hier kann man übernachten, wenn man will, wenn man Tölt hat oder in Wohnwagen da ist dann. Ne? Und das sind unsere Vorröhre, das reine ist in Hemiway. Vertell mal, bist du mal loswegen? Ja, Hemiway, fettes Teil, fettes Teil. Ja, amerikanischen Hersteller. Oh, genau, also wie gesagt, wir sind hier nicht ganz in Oos, da nennen sie hier Haugenhus. Hohenhausen. auf Deutsch. Über dem Haus haben wir hier. Ja. Hier kannst du gut wohnen, ruhig, die paar Träger, die hier mal vorbeikommen. Eben noch mit vor mir, da ist ein Stevens, ich komme just von Taiwan. Taiwan, wie man da schnackt eben, so, wie man spricht. Ich bin noch viel umherkommen. Chile, China, Australien, Neuseeland, wo bin ich noch? Alles mit der Viezen. Alles mit Rad immer da, Ja, ne? Also per Fiets, genau, per Fiets. hinpflegen und dann da bin rumführen, ne? Ja. Aber du bist auch Ja, also Dänemark. ich bin auch ein bisschen Dänemark, Schweden. Man muss schon nicht immer so weit führen. In Deutschland gibt es Sonnenschein Ecken. Oh, ja. Also man hätte noch gar nicht alle in Deutschland sein. Just in Bayern wäre auch sehr, sehr schön. Ja, also Radführen ist immer geile Sache. Geile Sache. Mit oder ohne Bike, E-Bike natürlich. Ja. Die eine sagt so, die andere sagt so. Aber wir sind nur mit, die das natürlich noch ein bisschen öller wie ich. Aber ich sag, man kann sich da auch mal leisten, mit E-Bike zu führen. Ne? Dringendst. So sieht er hier gut. Ja, so haben wir langsam, ne? Ja, wir sind jetzt in die falsche Fähre gestiegen und fahren jetzt mitten durch Hamburg, also nach Hamburg rein, was wir vermeiden wollten. Scheiße. Und das am Ende des Tages, wo wir eigentlich nach der Fähre einfach nur noch einen Schlafplatz finden wollten. Wir sind nämlich ein bisschen im Sack. Ja, Fabi hat gefragt und? Ja, wir müssen einfach hier drin bleiben und wieder zurückfahren. fahren wieder zurück und dann müssen wir umsteigen. Die richtige Fähre nehmen. Ja. Das war ein bisschen dusselig gerade. Und nochmal bezahlen. Nein, Nein? mit unserer Karte hier bleiben. Also jetzt fahren wir gerade Ja. schwarz. Ja, das war jetzt noch mal ein bisschen stressig, aber wir haben es mit netter Hilfe von den Passagieren, die dann auch noch alle dazu kamen und uns gesagt haben, wo wir aufsteigen müssen, geschafft, hier richtig jetzt auf der Elbseite, wo wir hin wollten, auch auszusteigen. Hinter mir seht ihr jetzt noch mal die ganzen Verladekräne auf der Elbe. Die werden wir jetzt in Richtung Wedel noch ein Stück entlang fahren und sehen aber zu, dass wir jetzt auch hier aus dieser Crowded Area rauskommen, aus Hamburg, weil wir wollen jetzt natürlich einen Schlafplatz. Es ist am Ende des Tages. Heute war nicht so schönes Wetter, heute war es ein bisschen anstrengend und ja, wir sind kaputt. Das war jetzt also unsere einzige Berührung mit Hamburg und jetzt schauen wir mal, dass wir einen Platz finden. Der Tag war lang und neigt sich dem Ende. Langsam wird mir kalt und ich hoffe, wir finden bald einen Platz für unser Zelt. Hier sind überall nur Villen. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist das Wasser von der Elbe. Hier kann man das Zelt nicht aufbauen. Da vorne kommt ein Campingplatz. Vielleicht ist es besser, wenn wir heute hier bleiben. Der ist sicher viel zu teuer. Wir fahren besser weiter. Wir finden sicher noch etwas. Wie immer. Bis nach Wedel ist es nicht mehr weit. Oh. So, es wird langsam dunkel. Wir sind in Wedel und wir cruisen hier rum auf so kleinen Wegen und es regnet. Und ja, wir hätten eben einen tollen Schlafplatz haben können. Also vielleicht nicht perfekt, aber wir waren bei der Freiwilligen Feuerwehr Wedel
Und die waren so nett, die waren so zuvorkommend, konnten da zwar nicht auf dem Gelände schlafen, weil die alarmgesichert sind, aber die hätten uns auf einer Wiese daneben unser Zelt aufbauen lassen und hätten sogar der Polizei Bescheid gesagt. Uns wurde angeboten, da zu duschen, da sogar Wäsche zu waschen, weil die gerade eine Maschine irgendwie anstellen wollten. Mega niedlich. Fabian möchte aber gerne weitersuchen, weil neben der Feuerwehr auf der Wiese eine sehr frequentierte Straße gewesen ist. Und ja, ich habe halt gesagt, naja, aber wir sind neben der Feuerwehr, mit der Erlaubnis der Feuerwehr und die Polizei wird benachrichtigt. Wie krass ist das denn bitte? Das ist ein Freifahrtschein zum Wildcampen. Die haben sogar gesagt, die sind die ganze Nacht besetzt. Wir können jederzeit anrufen, wenn irgendwas ist. Ja, und Fabian war das zu unsicher. Wegen der Straße. Ich bin total perplex. Ich verstehe die Welt nicht mehr. So, wir sind hier jetzt auf dem Wohnmobilstellplatz gelandet, dürfen hier, ich sag mal, inoffiziell stehen, müssen morgen früh aber abhauen, damit die Inhaberin nicht merkt, dass wir hier sind. Das war ein Angestellter. Da, wo Franzi eben das Zelt aufbauen wollte, war direkt neben der Feuerwache, aber dafür an einer super stark frequentierten Straße mitten in Hamburg am Stadtrand. Und wir haben eigentlich eine Regel auf Radreise, wir zelten niemals in Großstädten. Das ist einfach, da sind so viele Menschen und so viele Autos, die an uns vorbeifahren. Da lege ich mein Veto ein und deswegen wäre das unter keine Kuh gegangen, dass wir das Zelt dahin aufgebaut hätten. Jetzt ist es schön, dass wir hier sind. Es regnet wieder wie Hulle. Eigentlich genau wie auf unserer ersten Radreise kriegen wir wieder den Arsch voll Regen. Ist ziemlich uncool, aber jedenfalls sitzen wir jetzt im Trockenen und können hier auf jeden Fall die Nacht verbringen. Auf jeden Fall ein sehr ungemütlicher Tag heute. Ja, also mal wieder waren Fabian und ich komplett anderer Meinung. Fabi hat da aber absolut sein Veto eingelegt. Ich habe da eingelenkt, aber wir sind nicht mitten in Hamburg, wir sind in Wedel. Es ist vielleicht noch Speckgürtel. Und die Polizei hätte ja Bescheid bekommen von der Feuerwehr, was ich immer noch mega, mega nett finde einfach. Es regnet jetzt seit ungefähr 2 Stunden in dieser Stärke. Seitdem wir das Zelt aufgebaut haben, wir sind nicht mehr rausgegangen. Wir haben auch noch nichts gegessen und wir werden wahrscheinlich auch nichts mehr essen, weil es einfach die ganze Zeit ja, so runterkommt, wie es runterkommt. Es ist jetzt auch schon dunkel, wir haben es jetzt nach 9 Uhr. Ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Wir durften ja da zwar übernachten auf dem Wohnmobilstellplatz, sollten ja aber morgen früh direkt weg sein. Das haben wir natürlich eingehalten. Konnten da natürlich nichts machen, kein Kaffee kochen, keine Körperhygiene. Das muss jetzt hier im Park passieren. Wir freuen uns so sehr auf die Shelter in Dänemark. Da kann man alles an einem Platz machen und das wird, glaube ich, ein bisschen einfacher als hier in Deutschland. Ja, meine Radfahrfreunde und Radfahrfreundinnen, wir befinden uns jetzt hier auf dem Ochsenradweg. Der geht in etwa 250 Kilometer bis zur dänischen Grenze. Und wir sind jetzt, wie man sieht, im Wald. Und ich denke mal, dass das sich auch so weiterziehen wird. Schöne Waldwege, gerade noch alles ziemlich matschig. Aber wir sind ja hart im Nehmen und kämpfen uns da durch. Los geht's! Ochsenradweg sind wir jetzt von den schönen Wäldern Wedels auf die Wiesen von Schleswig-Holstein, dem echten Norden auch genannt, gelandet. Ich habe jetzt gerade mal die App abgecheckt, Windy, und wir haben jetzt die nächsten Tage immer Nordwestwind. Das heißt immer volles Rohr Gegenwind, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch hören könnt. Gerade ganz schön unappetitlich. Und ich denke mal, wir werden auch heute mal ein bisschen
früher Schluss machen. 30 Kilometer reichen ja auch als Radreisender. Mehr muss man gar nicht machen, so kommt man ja auch weit. Und werden uns gleich mal ein schönes Plätzchen suchen, wo wir hoffentlich windgeschützt uns verkrümeln können. Jo, ich habe jetzt mit dem Pastor gesprochen. Jo, da kommt er auch schon raus und da hinten ist ein kleiner Spielplatz und da hat er gesagt, dürfen wir unser Zelt beim Hügelchen da um die Ecke irgendwo hinpflanzen. Das ist überhaupt kein Problem und Wasser, wie ihr alle wisst, gibt es hier zuhaufe, hat er auch schon gesagt, kann man trinken. Das ist es, was ich am Radreisen so liebe. Kein Tag gleich dem anderen. Es geht immer irgendwie weiter. Auf Regen folgt immer wieder Sonnenschein und man weiß nie, was der nächste Tag einem so bringen mag. Wir waren jetzt eben bei dem kleinen Hofladen. Den haben wir Gott sei Dank ausgeschildert gesehen und haben ein paar Eier eingekauft. Wir haben nämlich nur noch eine Packung Nudeln in den Taschen und sonst gar nichts, also keine Soße oder irgendwas. Dann können wir uns das heute Abend mit den Eiern in den Topf hauen und ein bisschen Salz, Pfeffer. Es ist natürlich Sonntag und ja, wir haben wie immer nicht pünktlich eingekauft und auch gestern nicht daran gedacht und sind jetzt ein bisschen ohne Essen unterwegs. Oh. Jo, schönen guten Morgen. Wir sind gestern, ja, wo sind wir hier jetzt überhaupt? Wir sind gestern auf dem Weg nach Flensburg. Wir sind jetzt runter vom Ochsenradweg, auf direkten Wege über die Landstraße, jetzt per Navigation nach Flensburg unterwegs, damit wir jetzt schnell nach Dänemark kommen. Und haben dann so gegen 17, 18 Uhr, so wie das bei uns typisch ist, nach einem Schlafplatz gesucht, sind hier in eine Seitenstraße dann eingebogen. Hier war so ein Bauernhof und auch ein Wald und da haben wir uns dann direkt überlegt, jo, fragen wir hier doch mal nach. Und dann kam die Elli, Besitzerin von einem Ferienhofquartier, mit ihrem Hund gerade aus dem Haus und wir haben gefragt, ob wir da hinten auf der Wiese das Zelt aufbauen dürfen. Sie sagte, kein Problem, macht mal, und dann fing sie auch schon zu fragen, was wir dann so machen und wo wir hinwollen und so weiter und so fort. Daraus wurde dann plötzlich ein Grillabend, wozu wir einfach spontan von ihr eingeladen wurden, mit ihr und ihrer Familie. Und ja, dann kam auch noch ihr Mann dazu, der Marc, und dann hieß es plötzlich später, wo wir gesagt haben, wir bauen jetzt das Zelt auf, nö, ihr geht jetzt hier in eine Ferienwohnung, und so krass, also wir mussten hier nichts bezahlen, wurden einfach eingeladen. Also diese Gastfreundschaft, die wir hier in Deutschland immer wieder erfahren, ist einfach nur insane. Ja, Franzis ist jetzt gerade noch am Duschen, ich konnte auch duschen, richtig toll. Dann gab es gestern auch noch Bier und Schnaps, leicht verkatert nun. Und ja, danach geht's weiter, wir sind total happy einfach nur. Im Wald habe ich immer das Gefühl, zur Ruhe zu kommen. Für mich ist jeder Wald auf seine eigene Weise einzigartig. Der Gedanke, bald mit dem Fahrrad die skandinavische Vegetation erleben zu dürfen, versetzt mich in pure Euphorie. Ja, heute ist ein wunderschöner Tag. Wir sind in der Nähe von Rendsburg, haben 20 Grad. Ich kann das erste Mal ein T-Shirt anziehen sogar. Und ja, jetzt habe ich gerade noch ein Bier gefunden, ne? Sogar ein dänisches Bier. Also passt ja alles zusammen heute. Und
unter dem Nord-Ostsee-Kanal fahren wir her. Ja. In Rendsburg. Und das war ganz ein cooler Tunnel. Und es gluckert auch hier richtig, wenn man gerade hochfährt. Voll witzig. Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier jetzt in Schleswig angekommen, der süßen Stadt Schleswig. Und hinter uns ist das Hadebayer Noor. Ich habe es jetzt sowieso falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall ist das hier ein Binnensee, der mitunter die Schlei verbindet. Ja, und wir befinden uns jetzt noch 40 Kilometer von Flensburg entfernt. Somit sind wir der dänischen Grenze mittlerweile sehr nah. Unser Ziel ist es heute bis zur Grenze zu fahren und dann vom wilden Schleswig-Holstein auf einen der kostenlosen Trekkingplätze zu übernachten. Da gibt es nämlich nahe Flensburg noch eine Möglichkeit, damit wir das austesten können. Ist da vorne noch eine Wiese? Wir waren gestern auf einem anderen Platz, haben relativ lange gebraucht, um den Platz auch zu finden, da auf Google irgendwie mehrere Einträge gewesen sind und das alles so ein bisschen wirrwarr war. Dann haben wir dann irgendwann den richtigen Platz rausgefunden, wollten dann durch das Naturschutzgebiet, was ihr auf der rechten Seite sehen könnt, mit dem Fahrrad durchschieben. Dann war da plötzlich der Eingang versperrt und da mussten wir nochmal komplett außen herum. Ja, wir haben dann irgendwann den Platz gefunden, da war es aber auch schon 21 Uhr, wir waren also relativ spät und der war leider schon besetzt, da war schon eine Person, wir hätten aber auch unser Zelt gerne daneben stellen können, sind dann angekommen und ich bin zu dem Herrn hin, offensichtlich ein Herr, und habe dann Moin gesagt, wollte mich so ein bisschen entschuldigen, dass wir jetzt so spät das Zelt erst aufbauen, weil normalerweise kommt man ja immer ein bisschen früher und ja, die Person hat irgendwie nicht geantwortet und hat sich dann auch irgendwie die ganze Zeit, wir haben das so ein bisschen beobachtet, in seinem Zelt hin und her gewälzt und auch an den Wänden hin und her gegrapscht, also es sah total creepy aus und irgendwie war uns das nicht so wirklich suspekt und dann haben wir uns einfach entschieden, hier ist so eine Hütte, wo wir eben gerade waren. Da schieben wir die Fahrräder jetzt zurück und bauen dann halt hier unser Zelt auf. Aber wie gesagt, das Publikum, da kann auch das wilde Schleswig-Holstein nichts für, was für Menschen da rumlaufen. Von daher hatten wir wohl einfach Pech gehabt. Sah tatsächlich so ein bisschen aus, als hätte der sich irgendwas eingeworfen oder sowas. Ich weiß es nicht, wie so ein Bad Trip oder so. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir bauen das Zelt jetzt nicht daneben auf. Das war irgendwie ein komisches Gefühl. Manchmal hat man das einfach und dann muss man auf sein Bauchgefühl hören und dann muss man einfach manchmal danach entscheiden. Also solche Sirenen, Hört ihr das? solche Sirenen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das können nur die Dänen sein. Die wurden nämlich gerade alarmiert, dass Quit and Go die Grenze passiert. Wir kommen. Dänemark! Oi! Dieses Bier, Carlsberg, auch aus Dänemark, haben wir, ich glaube, in der Nähe von Schleswig gefunden, bis zur dänischen Grenze rumgetragen. Ja, Prost. Sehr viel Regen, sehr viel Wind und Kälte. Natürlich wird das jetzt nicht unbedingt anders, wenn wir immer weiter hoch in den Norden fahren. Das ist uns bewusst. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir ein paar mehr Sonnentage auch abbekommen und auch einen schönen Sommer in Skandinavien haben werden. Da freuen wir uns drauf. Deutschland war trotzdem echt schön. Wir hatten viele Kontakte und Begegnungen, wurden sehr viel angesprochen. Ja. Von der Straße weg eingeladen. Plötzlich befanden wir uns beim Familiengrillen und haben Bratwurst gegessen.
Dann durften wir noch kostenlos in einer Ferienwohnung übernachten, haben Leute wieder getroffen, die uns bei unserem ersten Start aufgenommen haben, die mittlerweile zu Freunden geworden sind. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Wir sind ja schon sehr viel und oft in Deutschland gefahren. Deswegen jetzt auch so ein bisschen der Blick nach vorne auf andere Länder und Kulturen und Regionen und Landschaften. Da sind wir sehr gespannt drauf, ne? Und ja, zum Schluss vielleicht nochmal, da das Video jetzt endet und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ganz, ganz viel Liebe an euch, an alle, die es gucken, kommentieren, liken, teilen, uns was Nettes dazu schreiben, Feedback geben, natürlich gerne auch Kritik, ihr wisst es ja. Aber ein ganz besonderer Dank geht, glaube ich, noch an unsere Patrons und YouTube-Mitglieder. Da haben wir mittlerweile auch ein paar von, nicht einige, aber ein paar. Also ganz, ganz viel Liebe an euch. Mittlerweile bekommen wir da roundabout 50 € von euch. Da können wir natürlich noch nicht von unserer Reise bestreiten, sollen wir auch gar nicht. Aber es ist eine große Unterstützung von euch und es ist nicht selbstverständlich. Und deswegen nochmal ganz viel herzlichen Dank und ganz viel Liebe an euch. Vielen lieben Dank und jetzt geht's nach Dänemark. Woohoo! Halt, stopp! Abonnieren und liken nicht vergessen.